diesem Video gibt es einen Überblick über die neuen Features von Track of the Day in der Version 4.1. Für die Installation von Track of the Day benötigt man die Windows Store App. Über die Suchfunktion findet man Version 4 von Track of the Day. Zur Installation klickt man auf die Schaltfläche Installieren. Alles andere erfolgt automatisch. Klickt man auf die Schaltfläche Öffnen, wird die Anwendung das erste Mal gestartet. Jetzt wird eine Datenbank eingerichtet. Hier sehen wir die neue Startseite. Die Startseite erklärt alle grundlegenden Funktionen von Track of the Day. Über die Startseite kann jederzeit die Online-Hilfe geöffnet werden. Für den schnellen Einstieg gibt es die neuen Jumpstart-Tutorials in verschiedenen Sprachen. Infos zu allen Erweiterungen können auf der Webseite www.trackoftheday.de/releases nachgelesen werden. Die Unterstützung für den ersten Start von Track of the Day wurde weitgehend überarbeitet und stark verbessert. Damit Track of the Day erfolgreich starten kann, müssten einige Bedingungen erfüllt sein. Der Computer, auf dem Track of the Day ausgeführt werden soll, sollte über alle aktuellen Windows-Updates verfügen. Man muss auf dem Computer mit einem Microsoft-Konto angemeldet sein. Eine Anmeldung als lokaler Administrator funktioniert leider nicht. Es sollte das gleiche Konto für den lokalen Computer wie für den Microsoft Windows Store verwendet werden. Der eingebettete Chromium-basierte Webbrowser benötigt die aktuellen Microsoft Visual C++ Redistributables. Diese sind im Installationsumfang von Track of the Day enthalten. Im Zweifel wird man zur Installation dieser Komponenten aufgefordert. Damit die SQL-Datenbank funktioniert, muss der Microsoft SQL Server LocalDB 2019 installiert sein. Auch hier ist ein Installationsprogramm im Installationsumfang von Track of the Day enthalten und man wird gegebenenfalls zur Installation des SQL-Servers aufgefordert. Wird eine Datenbank aus einer älteren Version von Track of the Day gefunden, so wird diese automatisch auf Version 4.1.4 umgestellt. Hier muss beachtet werden, dass danach keine ältere Version von Track of the Day mehr benutzt werden darf, da die Datenbank ansonsten unbrauchbar werden könnte. Wer mit einer älteren Version von Track of the Day wichtige Daten oder Routen in seiner lokalen SQL-Datenbank gespeichert hat, sollte vor dem Update auf die neueste Version unbedingt ein Backup dieser Datenbank erstellen. Wer bereits eine Pro-Lizenz für Version 3 oder 4 von Track of the Day erworben hat, kann diese weiterhin nutzen. Weil die neue Version über viele neue Optionen verfügt, legt die Windows Store App beim Update ein neues Benutzerprofil an. Deshalb muss ein gegebenenfalls vorhandener Lizenzschlüssel leider erneut eingegeben werden. Über die Tastenkombination Alt plus F und Steuerung plus Alt plus F kann der neue Vollbildmodus aktiviert und deaktiviert werden. Alternativ kann man auch das neue Symbol am unteren rechten Rand der Kartensteuerelemente antippen oder mit der Maus anklicken. Über die Tastenkombination Steuerung plus M kann das Menü jederzeit aus- und wieder eingeblendet werden. Alternativ kann das neue Hamburger Menü in der linken oberen Ecke verwendet werden.
Die Home Location kann jetzt auch über das Kontextmenü der Karte definiert werden. Dazu klickt man mit der rechten Maustaste beispielsweise an einem Ort, an dem man seine nächsten Ferien verbringen möchte. Danach kann man die Funktionen Route von hier oder Route nach hier ganz einfach verwenden. Mit der Tastenkombination STRG plus H kann die Karte jederzeit bei der aktuell definierten Home Location zentriert werden. Das User Interface kann jetzt ganz einfach vergrößert oder verkleinert werden. Dazu kann das Mausrad bei gedrückter Steuerungstaste verwendet werden. Um die Anwendung in 10% Schritten zu verkleinern oder zu vergrößern, können die neuen Schaltflächen im rechten Bereich der Titelzeile verwendet werden. Klickt man auf die Prozentanzeige, wird die Skalierung automatisch auf 100% zurückgesetzt. Viele Anwender, die mit mehreren Monitoren arbeiten, haben sich ein Undocking für das Street View Fenster und die Info-Pages gewünscht. Dies ist mit Version 4.1 nun möglich. Um eine dieser Ansichten aus Track of the Day herauszulösen und in einem separaten, nicht modalen Fenster zu öffnen, klickt man einfach auf das neue Display-Symbol neben der Schaltfläche für das Schließen der Fenster. Betätigt man anschließend die Windows-Taste und eine der Cursor-Tasten, kann die Anordnung der Fenster ganz einfach eingestellt werden. Instant Sharing ist eine sehr praktische Funktion, um Tracks oder Routen schnell auf anderen Computern oder einem Smartphone verfügbar zu machen. Dieser Freigabemechanismus verwendet wahlweise Microsoft OneDrive, das Google Drive oder die Apple iCloud. Es sind auch Kombinationen möglich. Das Instant Sharing kann in den Anwendungseinstellungen von Track of the Day aktiviert werden. Um eine Route, die man mit Track of the Day geplant hat, mit einer App wie Scenic oder BMW Connected Ride zu nutzen, installiert man auf seinem iPhone beispielsweise die Microsoft OneDrive App. Danach aktiviert man das Instant Sharing für OneDrive in Track of the Day. Jetzt können alle aktiven Routen mit einem Klick auf das Instant Sharing Symbol automatisch mit allen Endgeräten geteilt werden, auf denen die OneDrive App installiert ist. Damit das funktioniert, muss auf allen Geräten der gleiche Microsoft-Account verwendet werden. Alternativ kann wie gesagt auch die Apple iCloud oder das Google Drive verwendet werden. Der Download von Inhalten aus verbundenen Cloud Drives funktioniert analog zum Upload. Wird eine Route in mehreren verbundenen Systemen gefunden, so werden alle Routen zunächst geladen. Anschließend werden die Routen verglichen und nur die Routen angezeigt, bei denen Unterschiede gefunden wurden. Ein spannendes neues Feature sind die Routenversionen. Diese Funktion verbraucht aber gegebenenfalls viel Speicherplatz und kann bei leistungsschwachen Computern Probleme bei der Performance verursachen. Daher muss sie bei den Routing-Einstellungen gezielt aktiviert werden. Nach der Aktivierung wird oberhalb der Liste der Routen ein neues Kalendersymbol angezeigt. Öffnet man eine Route, wird sie in der Liste der Routenversionen aufgenommen. Bei jeder Änderung wird die neue Version dieser Route ebenfalls in die Liste der Routenversion kopiert. Klickt man auf das Kalendersymbol, wird die Liste der Routenversion als nicht-modales Fenster geöffnet. Wer mag, kann diese Liste mit Bearbeitungsschritten beispielsweise auch auf einem zweiten Monitor anzeigen.
Viele Bearbeitungsfunktionen von Track of the Day ziehen eine große Menge automatischer Bearbeitungsschritte nach sich. Um die Liste der Routenversionen übersichtlich zu halten, erfolgt das Hinzufügen über eine Warteschlange. Dies bedeutet, dass eine geänderte Route erst dann in die Liste der Versionen aufgenommen wird, wenn 2 Sekunden lang keine Änderung mehr erfolgt ist. Besonders bei langsamen Internetanbindungen und komplexen Routen mit vielen Zwischenstopps kann es vorkommen, dass Routenversionen, die aufgrund einer automatischen Berechnung entstanden sind, in der Liste der Versionen auftauchen. Jede Version einer Route kann über die Vorschau betrachtet werden. Klickt man auf die Schaltfläche mit dem dreieckigen Play-Symbol, wird diese Version in die Liste der Routen übernommen. Bei der Erstellung von Videos können nun sowohl Tracks als auch Routen verwendet werden. Alle Parameter werden im neuen Dialog Videooptionen zusammengefasst. Dieser Dialog kann durch Betätigen der Funktionstaste F5 oder durch einen Klick auf den zugehörigen Action-Button gestartet werden. Zusätzlich zum Kartenmodus Straßenkarte und Luftbild ist jetzt die dritte Option Luftbild ohne Beschriftung verfügbar. Das neue virtuelle Cockpit kann sowohl Fotos als auch POIs entlang eines Tracks oder einer Route anzeigen. Wie all das genau funktioniert, wird in einem separaten Video beschrieben. Durch erneutes Betätigen der Funktionstaste F5 kann die Videoerstellung jederzeit abgebrochen werden. Wer ein Surface-Tablet ohne Tastatur verwendet, kann alternativ auch auf das Fahrzeugsymbol tippen. Mit dem neuen Quick Routing können die Entfernungen zu Reisezielen ganz einfach abgeschätzt werden. Das Quick Routing kann im Pop-up für die Routing-Option aktiviert werden. Alternativ kann man die Tastenkombination STRG plus Q und STRG plus Alt plus Q verwenden. Der jeweils letzte Wegpunkt kann mit der Tastenkombination STRG plus Z gelöscht werden. Eine so geplante Route kann durch Klicken auf das Plus-Symbol in die Liste der Routen aufgenommen und beliebig weiterverarbeitet werden. Kakimoto ist der fleißige neue chinesische Superkurvenexperte. Die von Kakimoto verwendeten Routing-Optionen sind überaus komplex und werden daher in einem separaten Video ausführlich erklärt. Das Prinzip von Kakimoto basiert aus einem Mix aus Lotterie, POIs mit Superkräften und Routing-Overlays. Mit nur einem Klick kann Kakimoto aus einer Route immer neue Varianten erstellen. Jede neue Kakimoto-Route wird automatisch der Liste der Routen hinzugefügt. Über die neue Routenansicht und das neue Feature Connected Routes können die Routen sehr einfach miteinander verglichen werden. Analog zu den Track Metrics gibt es nun auch die Route Metrics und das Kakimeter. Bei jeder Änderung einer Route werden automatisch die Kurven gezählt und die kurvigen Abschnitte in Relation zu den Geradeauspassagen gesetzt. Außerdem wird das Höhenprofil berechnet. Die Route Metrics werden in der Infozeile dargestellt. Man findet sie auch in der Routendarstellung innerhalb der Datenbankansicht.
Mittels der berechneten Kenngrößen können Routen sehr einfach miteinander verglichen und gezielt gesucht werden. Das neue Kakimeter ermöglicht darüber hinaus einen schnellen Überblick über den Spaßfaktor jeder Route. Bei der Planung komplexer Touren mit mehreren Teilnehmern ist ein Roadbook immer eine gute Hilfe. Im Dialog Teilen findet man dazu die neue Schaltfläche DocX Export. Ist eine DocX-fähige Anwendung wie beispielsweise Microsoft Word installiert, werden die generierten Roadbooks automatisch in Word geöffnet. So können sie leicht mit weiteren Informationen versehen und gedruckt werden. Das Schema der SQL-Datenbank wurde mit Version 4.1 um 2 Tabellen für POI-Typen und POI-Kategorien erweitert. POI-Typen und POI-Kategorien können jetzt beliebige Icons zugeordnet werden. Es wurde auch ein Icon-Editor integriert, mit dem Icons gemalt werden können. Alternativ ist auch ein Auswahldialog mit Symbolen der Schriftart Font Awesome verfügbar. Die Bearbeitungsdialoge können in der Datenbankansicht auf dem Reiter POIs über das Kontextmenü geöffnet werden. POIs können nun entlang von Routen oder Tracks gesucht werden. In den Optionen kann die maximale Distanz zum Verlauf der Route oder des Tracks definiert werden. POIs können ganz einfach als Via-Punkt oder auch als Start und Ziel definiert werden. POIs, die so gefunden und in die Kartensicht eingeblendet wurden, werden auf Wunsch beim Routenexport in die Routen integriert. Während der Navigation werden sie dann beispielsweise auf einem BMW-Motorrad Navigator 6 als kleines grünes Herzchen dargestellt. Mit der neuen Funktion Travel Day Splitting lassen sich sehr lange Routen mit vielen hundert oder sogar tausenden Kilometern ganz einfach in einzelne Tagesetappen aufteilen. Im Dialog für das Travel Day Splitting kann man eine Reisegeschwindigkeit, eine tägliche Fahrzeit oder tägliche Strecke vorgeben. Außerdem kann das Datum des ersten Reisetages festgelegt werden. Mit der Vorschaufunktion wird abgeschätzt, wie viele Tage man für die Bewältigung der gesamten Strecke benötigen würde. Führt man das Travel Day Splitting durch, werden die Routen der einzelnen Tage automatisch in die Liste der Routen aufgenommen. Nutzer von Garmin-Geräten oder dem von Garmin hergestellten BMW-Motorrad Navigator können sich über das neue Auto-Shaping freuen. Im Gegensatz zu Via-Points sind Shaping Points Routenpunkte, die automatisch übersprungen werden,
sobald die Distanz bis zum darauffolgenden Routenpunkt kürzer ist. Eine Route kann maximal 32 Via Points und zusätzliche 100 Shaping Points enthalten. Alternativ zur manuellen Definition der Shaping Points können diese auch über das Auto-Shaping automatisch verwaltet werden. Dabei werden nur Start und Ziel als Via Point festgelegt. Alle Punkte dazwischen sind zunächst Shaping Points. Wird zu einem Routenpunkt eine Pause definiert, so wird er automatisch ein Via-Punkt und muss später angefahren oder explizit übersprungen werden. Weil nicht alle Geräte Shaping Points verarbeiten können, kann im neuen Dialog für den Routenexport vorgegeben werden, ob Wegpunkte als Shaping Points markiert werden sollen oder nicht. Ein wichtiges Element früherer Versionen von Track of the Day war schon immer die Adresssuche. Dieser Dialog wurde in Version 4.1 komplett überarbeitet. Mit der neuen Adresssuche lassen sich nun ganz einfach alle Punkte einer Route validieren und Adressen finden, die tatsächlich existieren und auch angefahren werden können. Man sollte beachten, dass dieser Dialog für die Festlegung von Wegpunkten bei bekannten Adressen gedacht ist. Für die Planung von Offroad-Touren, die mitten durch die Wildnis führen, ist dieser Dialog nicht geeignet, weil dort in der Regel keine Adressen zu finden sind. In den nächsten Tagen wird es ein Video speziell zur Nutzung dieses Dialoges geben. Hat man einen POI versehentlich an einer falschen Stelle gesetzt, so kann er jetzt verschoben werden. Dazu öffnet man den POI im POI-Editor und klickt auf das Stiftsymbol neben der Geokoordinate. Es öffnet sich die Adresssuche. Hier kann die Geolokation geändert werden. Damit Animationen der Streckenführung auch für Routen funktionieren und aus alternativen Abschnitten einer Route automatisch der kurvigste Streckenverlauf ermittelt werden kann, wurden die Route Metrics ergänzt. Diese berechneten Routenparameter sind die Basis für viele neue Funktionen in Track of the Day 4.1. So wurde beispielsweise der Dialog für die Analyse von Tracks so erweitert, dass dort nun auch Routen ausgewertet werden können. Klickt man auf eine beliebige Stelle der Karte, öffnet sich ein Pop-up mit den möglichen Aktionen. Hier werden jetzt Latitude und Longitude, also die aktuelle Geokoordinate, angezeigt. Klickt man auf das kleine Klemmbrett-Symbol rechts daneben, wird die aktuelle Koordinate in die Windows-Zwischenablage kopiert. Die automatische Zentrierung der Karte wurde in Version 4.1 geändert. Ist weder eine Route noch ein Track ausgewählt, ändert sich der Kartenausschnitt jetzt nicht mehr.
Über die Kartensteuerelemente kann darüber hinaus sowohl die Ausrichtung nach Norden als auch der Kartenausschnitt verriegelt werden. Ist der Kartenausschnitt verriegelt, kann die Karte mit der Maus oder den Fingern verschoben werden. Ändert sich die Selektion bei den Tracks oder Routen, kann dies bei verriegelter Karte dazu führen, dass man das selektierte Objekt erst sieht, nachdem man die Karte neu positioniert hat. Connected Routes ist ein Feature, das speziell für die Planung langer Reisen mit vielen Etappen gedacht ist. Um Connected Routes zu aktivieren, klickt man auf das obere Symbol in der linken unteren Ecke der Kartendarstellung. Die Farbe ändert sich jetzt von weiß nach orange. Sind mehrere Routen geladen, so werden alle Routen auf der Karte dargestellt. Um die aktive Route zu wechseln, wählt man sie in der Liste der Routen auf der linken Seite aus. Alternativ kann man eine der leicht transparent dargestellten Routen auch mit der Maus oder einem Stift selektieren. Verschiebt man nun den ersten oder letzten Wegpunkt der aktiven Route, werden anschließende Routen automatisch zusammengehalten. So können ganz einfach beispielsweise Hotels oder Campingplätze in die Planung längerer Reisen integriert werden. Speziell für die Planung von Reisen mit mehreren Etappen sind die Anschlussrouten und die vorausgehenden Routen gedacht. Statt über das Travel Day Splitting eine sehr lange Route in viele einzelne Tage herunterzubrechen, kann man auch umgekehrt vorgehen. Nachdem man die Route des ersten Tages geplant hat, klickt man auf der Karte an einem Ziel für den nächsten Tag mit der rechten Maustaste. Danach wählt man Anschlussroute hier erstellen aus. Es wird jetzt eine neue Route erstellt, die am letzten Wegpunkt der aktiven Route startet. Vorausgehende Routen funktionieren ganz ähnlich. Hier wählt man einen Startpunkt. Eine Route endet dann automatisch beim Start der aktiven Route. Dies war ein kurzer Überblick über einige der wichtigsten Features der neuen Version 4.1.4 von Track of the Day. In den kommenden Wochen und Monaten werden in loser Folge weitere Videos folgen. Wenn ihr keine Videos verpassen wollt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren und auf die kleine Glocke klicken. Dann erhaltet ihr automatisch eine Benachrichtigung, sobald hier ein neues Tutorial veröffentlicht wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß bei der Nutzung von Track of the Day 4.1.4.